Wenn dein Rücken immer steifer wird, du ab und zu Rückenschmerzen hast, aber die häufen sich in letzter Zeit, dann bist du hier genau richtig. Was passiert da in deinem Körper? Das ist ganz einfach, wir sitzen zu viel. Vorne wird es immer kürzer, hinten muss gegengespannt werden und es endet damit, dass du dich immer steifer fühlst. Und viele Betroffene sagen, ich komme mir vor wie im Korsett, das bewegt sich gar nicht mehr. Grund genug, den Rücken wieder beweglich zu machen. Damit werden die Spannungen abgebaut und die Schmerzen sind auch meist verschwunden. Und das machen wir jetzt mit 3 Übungen speziell für dich. Bitte leg dich für die erste Übung so auf den Boden und dann legst du die Unterarme auf und jetzt schau, jetzt drückst du dich immer höher über die Arme, aber du beachtest, dass dein Rippenbogen, da wo die Rippen aufhören, hier, dieser Bogen, dass der den Boden Kontakt behält. Und was daraus resultiert, ist, dass du im oberen Rücken versuchst zu überstrecken. Und schlechte Haltung, Rundrücken, alles was damit zusammenhängt, das gehen wir jetzt an. Ja? Es ist anstrengend, du bleibst mit deinem Rippenbogen auf dem Boden und gehst immer höher. Und jetzt noch was, überstreck nicht gleich den Kopf, sondern versuche mit dem Kinn zum Kehlkopf zu gehen und versuche deinen Nacken und deinen Hals mit zurückzunehmen. Und das fühlt sich schwierig an, musst du ein bisschen üben. Und dann versuchst du immer mehr, diese Bewegung des Kinns auf den oberen Rücken zu übertragen. Und das strengt echt an. Mach direkt mit, gell, damit du merkst, wie anstrengend das ist. Aber die Anstrengung lohnt sich. Ja? Drück dich nochmal richtig zurück. Und jetzt machen wir ein kleines Krafttraining. Die Position, die du erreicht hast, die hältst du jetzt und drückst mit der Kraft des oberen Rumpfanteils die Ellbogen, die Unterarme fest gegen den Boden. Also es spannt sich jetzt alles Mögliche im Rumpf und vorne am Rumpf an und drückt die Arme nach unten. Stell dir vor, du hättest eine Waage unter deinen Armen. Die müsste jetzt dauernd mehr Kilos anzeigen, durch die Kraft, mit der du drauf drückst. Und dann lässt du locker und gehst noch ein Stückchen zurück. Und denk daran, dass der Kopf nicht überstrecken soll, sondern dass das Kinn gerade zurückgeht. Das ist richtig anstrengend. Und nochmal, du drückst mit deinem Rumpf gegen die Matte, die Arme und lässt los und kommst noch ein bisschen zurück. Beim Schlucken wird es schwer. Ja? Und dann nochmal, du drückst nochmal voll mit der Kraft deines Rumpfes die Arme nach unten und gehst weiter zurück. Okay, das ist der erste Teil. Und jetzt gehen wir direkt in den zweiten Teil über, weil jetzt verlängern wir die Dehnung in den Hüftbereich rein. Nimm mal die Arme so und drück dich hoch. Und jetzt achte darauf, dass du mit den Leisten möglichst dicht zum Boden kommst und dass du gar nicht so stark ins Hohlkreuz gehst. Ja? Also du überstreckst in der Hüfte, in den Hüftgelenken und nicht oberhalb des Beckens in der LWS. Das ist auch nichts Schlimmes oder Gefährliches oder so. Aber das ist die Dehnung an der falschen Stelle. Besser ist es, du gehst auf die Hüfte, weil jetzt gehen wir ganz intensiv in den Hüftbeuger rein. Und du merkst, es strengt mich selber an. Ich hoffe dich auch, weil die Anstrengung ist halt wichtig, um was im Körper zu verändern. Ja? Atme schön, bring die Leisten runter. Versuch den Bauchnabel tendenziell einzuziehen. Manche sagen, es würde ihnen helfen, dass sie das Gesäß anspannen dabei. Probier das mal und fühl mal rein, ob das wirklich so ist und dir hilft. Schön atmen und versuch den Knick nach hinten in den Hüftgelenken zu machen und nicht oberhalb des Beckens. Gell? Steigere das. Die Regel mit dem Kinn bleibt bestehen, dass das Kinn schön zurückdrückt. So, und jetzt, Achtung, du bleibst wie du bist und drückst mit deinem rechten Bein, mit deinem rechten Knie gegen den Boden. Jetzt spannst du deinen Hüftbeuger an und noch einige andere Muskeln, vor allem den Hüftbeuger, darum geht es uns. Und du lässt ihn wieder locker. Und weil er angespannt war, lässt er jetzt mehr locker. Das heißt, deine rechte Leiste kommt ein bisschen weiter runter. Und jetzt spannst du das linke Knie richtig fest gegen den Boden.
richtig fest gegenspannen, lässt wieder locker und kommst mit den Leisten näher zum Boden. Und nochmal, das rechte Knie anspannen, locker. Das linke Knie anspannen, locker. Und nach der Übung schreib bitte mal, ob du meine Anweisungen nachvollziehen konntest, ja, die Vorschläge, die ich dir gemacht habe, wie du ansteuern sollst. Und nochmal, das rechte Knie, dann locker, weiter runter. Das linke Knie, dann locker, weiter runter. Und jetzt gipfelt das in der Anspannung beider Knie. Also rechtes und linkes richtig anspannen. Der restliche Körper bewegt sich nicht. Das, was zu kurz ist, spannt sich jetzt an in der gedehnten Position. Und wir wollen durch das Anspannen erreichen, dass der Muskel viel, viel lieber entspannt und länger ist, flexibler ist. Und das ist die Rückengesundheit, das ist die Rückenbeweglichkeit, die wir uns erarbeiten dabei. Und nochmal, beide Knie drücken nach unten, lass locker, geh weiter in die Dehnung. Und jetzt, komm ganz langsam raus, ganz langsam, ganz langsam. Weil nach extremen Dehnungen musst du dir Zeit lassen, dass der Körper sich daran gewöhnen kann. Und wir gehen mal kurz in die Gegenbewegung rein. Versuch möglichst dicht mit dem Gesäß an die Fersen zu kommen und mit dem Rumpf runterzugehen. Und dann merkst du, hinten zieht es jetzt ordentlich rein. Weil hinten war jetzt alles sehr kurz, weil es vorne sehr lang war. Ja, das ist immer Seite, Gegenseite von den Gelenken, auch von der Wirbelsäule. Und dann kommst du hoch und fühl mal rein. Es kann gut sein, dass du dich jetzt schon nach einer Übung nur besser fühlst. Und wenn das so ist, dann wünsche ich mir von dir einen Daumen nach oben. Like das Video. Je mehr Daumen wir sammeln, umso mehr sehen andere, dass das Video interessant zu sein scheint und dass es den Leuten gefällt, weil wir wollen doch die Botschaft transportieren, dass die Leute, die Menschen ganz viel für sich selbst machen können. Und wenn du noch mehr Übungen jetzt schon Lust bekommen hast, dann klickst du später dort und holst dir die anderen Übungen und schaust, was dir davon gefällt und was dir vielleicht auch eine gute Wirkung zeigt. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung, Übung Nummer 2. Wir haben jetzt hier vorne lang gemacht, das, was durch das Sitzen immer zu kurz geraten ist, ja, und auch zu hohe Spannung hat. Und die Gegenseite, die aufgerüstet hat, hatten wir vorhin erklärt, darüber gesprochen, ja, die dehnen wir jetzt. Das heißt, du setzt dich und es kann gut sein, wenn du so sitzt, ja, du merkst schon, ich komme gar nicht nach vorne. Aber hab keine Angst, hab keine Furcht davor, weil das ist einfach, weil das fehltrainiert ist, ja. Dann greifst du hier und ziehst dich Millimeter für Millimeter weiter nach vorne. Wenn du schon bis hier greifen kannst, dann greifst du hier. Falls du noch nicht mal an die Knie kommst, auch das gibt es. Und auch das ist kein Grund zum Verzweifeln. Es muss nur auftrainiert werden. Du hast halt ein bisschen mehr Arbeit dann. Dann nimmst du einfach die Schlaufe und ziehst dich an der Schlaufe immer weiter nach vorne. Je nachdem, wo du bist, so weit gehst du nach vorne, bis du hinten im tiefen Rücken die Dehnung spürst. Und dann merkst du, oh ja, jetzt bin ich an diesem Korsett, von dem wir gesprochen haben. Und das Korsett, weißt du, was wir damit machen? Das lassen wir jetzt schmelzen wie das Eis an der Sonne. Wir machen es einfach weich. Warum und wie? Wir ziehen es einfach länger, weil der Körper ist so gebaut. Wenn man dann irgendwas zieht, gibt er nach. Ja, wir müssen nur konsequent und jeden Tag und immer weiter einfach dranbleiben. Weil viele Menschen, vielleicht auch du, haben sich über Jahrzehnte falsch trainiert, ohne es zu wissen, weil es ihnen keiner erklärt hat. Ja? Deswegen ist es nicht deine Schuld, dass du so drauf bist. Dein Körper hat einfach das gemacht, was du unwissentlich ihn antrainiert hast. Ja? Und das lösen wir jetzt auf. Und du ziehst dich immer weiter nach vorne. Egal, wo du jetzt bist, ob du noch ganz weit hinten bist, ob du schon so weit vorne bist wie ich, ob du noch weiter vorne vielleicht bist, kann ja auch sein. Ja? Immer weiter nach vorne ziehen. Und dann merkst du, hinten, unten im Rücken, da geht es jetzt richtig zur Sache. Gib deinem Körper jetzt Zeit. Gib ihm Zeit, vielleicht auch mal länger als 2 Minuten. Wir machen die Übung ja normalerweise 2 Minuten, aber das dürfen bei der Stelle auch 3 sein. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Zieh dich weiter und du merkst dann, das gibt nach. Du merkst unweigerlich, es gibt nach. Es geht gar nicht anders. Und diesen Effekt nutzen wir einfach. Und jetzt halte ich mal ganz fest
und gib mal langsam ein bisschen Kraft hinten in den Rücken, als wolltest du dich aufrichten. Aber da du dich festhältst, bewegst du dich nicht. Das nennt man isometrisches Anspannen. Ja? Du gibst ganz viel Kraft, ohne eine Bewegung auszulösen, weil du die ja blockierst. Und das ist toll für die Muskeln da hinten, weil die sind jetzt in der ziemlichen Dehnung schon drin und strengen sich jetzt an. Und das Anstrengen jetzt bringt ihnen bei, sich in dieser größeren Länge wohlzufühlen. Und das wollen wir. Und dann lässt du wieder los, gehst weiter nach vorne. Und dann ziehst du nochmal nach hinten. Und lässt wieder los und gehst weiter nach vorne. Und ziehst nochmal nach hinten. Und lässt wieder los und gehst weiter nach vorne. Wir machen diese Übung jetzt zusammen jeden Tag und dann wirst du merken, was passiert. Jetzt gehst du langsam hoch. Jetzt haben wir vorne länger gemacht, geschmeidiger gemacht, hinten länger und geschmeidiger gemacht und jetzt gehen wir noch in die Seite. Die Seite hat auch einen großen Einfluss auf dieses Korsettgefühl. Und zwar gehen wir jetzt mal auf die Knie. Wenn dir das schwerfällt, mach es auf dem Bett oder auf der Couch, da ist es weicher oder leg dir ein schönes Kissen unter. Ja? Geh ein bisschen auch breit, dass du sicher stehst. So, und jetzt nimmst du bitte deinen rechten Arm, bringst ihn über den Kopf, schiebst dein Becken nach rechts heraus, greifst mit der linken Hand an deinen linken Oberschenkel und jetzt merkst du hinten, oh, das fängt an zu ziehen. Und das musst du lieben. Das, was da zieht, musst du lieben, weil das ist das Korsett, was wir jetzt auflösen. Eis an der Sonne hatten wir gesagt, ja, das schmelzen wir einfach, diese totale Korsettstarre da hinten drin. Du ziehst dich immer weiter rüber, rüber, rüber. Wow, das haut rein, merkst du? Immer weiter rüberziehen. Schön atmen. Und jetzt hältst du dich mit deiner Hand innen am Oberschenkel fest und versuchst dich hochzuziehen. Aber die Hand innen am Oberschenkel, die verhindert, dass Bewegung zustande kommt. Zieh. Lass locker, geh weiter rein. Und zieh nochmal. Lass locker und geh weiter rein. Und nochmal. Lass locker und geh weiter rein. Langsam wieder hoch. Jetzt merkst du direkt, da ist ein Ungleichgewicht. Ne? Links ist anders als rechts. Und damit du nicht wie so eine S-Kurve durch die Straße läufst, machen wir es auch auf der anderen Seite. Also, jetzt gehen wir nach rechts. Freu dich drauf. Jetzt lösen wir die Spannung links auf. Und dein Körper freut sich auch. Bin ich ganz, ganz sicher. Weil der fühlt sich gar nicht wohl mit diesen großen Spannungen. Der merkt, er wird unterversorgt, der Stoffwechsel ist unten und so weiter. Das muss alles wieder ins Fließen gebracht werden jetzt. Beug dich richtig zur Seite nach rechts. Greif mit der rechten Hand an die Innenseite des rechten Oberschenkels und zieh, als wolltest du hoch. Aber das geht nicht, weil du hältst dich ja fest. Geh weiter rein und zieh wieder. Dieses Krafttraining im gedehnten Muskel ist das beste Krafttraining für mich, was es gibt, ja, weil das macht den Körper funktionell. Das heißt, du kannst ihn verwenden, du kannst ihn bewegen, du hast Leichtigkeit in der Bewegung, du kannst ansteuern, du hast Kraft in der Leichtigkeit. All das gibt es dadurch. Und wieder, du ziehst nach oben, hältst dich aber fest, lässt locker, gehst weiter runter. Wow. Fühl mal rein. Und wenn du dich jetzt noch besser fühlst, möchte ich bitte noch einen Kommentar. Ja, noch einen Daumen. Geht das überhaupt? 2 Daumen? Ja, nee, geht nicht. Ich höre gerade, es geht nicht, aber egal. Schreib halt, ich habe es eben nochmal besser irgendwie empfunden, dass die Leute lesen können, wie es dir geht. So, und jetzt zeige ich dir was ganz Besonderes, weil das ist natürlich schon ein bisschen Aufwand. Aber es geht auch lazy. Ja, es geht auch ein bisschen faul. Ja, kann man sich kaum vorstellen, wie. Ich zeige es dir. Und zwar, ich nehme mal einen Rückenretter. Du kannst auch ein paar Bücher nehmen und die unterlegen, vielleicht einen Topflappen drauf, dass es nicht ganz so hart ist. Und dann legst du dir dieses Gebilde unter das Kreuzbein und streckst die Beine und fühl mal rein. Was passiert jetzt? Erinnere dich an die erste Übung, wo wir uns haben durchhängen lassen. Weißt du noch? Auf allen Vieren und dann durchhängen lassen mit Leisten voran. Das machen wir hier auch. Der große Vorteil, du ruhst dich dabei aus, guckst einen Film, hörst Musik, unterhältst dich, liest ein Buch sogar, alles möglich, ja?
Bevorzugt am Abend liebe ich das. Du liegst einfach drauf, da liegst du auch gern länger als 2 Minuten am Abend aufpassen. Es kann sein, dass du so aufwachst, weil du eingeschlafen bist, weil das so entspannend ist. Und es ist eine wunderbare Vorbereitung für die Nacht, weil du die Spannung vom Sitzen rausholst und es hilft dabei, vom Seitenschlaf auf den Rückenschlaf zu wechseln. Bin ich mir ziemlich sicher, weil der Körper dann nicht mehr so in diesen Sitzwinkel will im Schlaf. Ja? Das ist der erste Teil. Aber der gleiche Rückenretter hat noch mehr Teile. Die kann man dann so kombinieren, dass die Größen stimmen. Und dann erinnerst du dich an den Anfang der Übung, der ersten, als wir uns überstreckt haben, mit den Unterarmen aufgelegt und hochgedrückt haben, wo es so wichtig war, hier den Rippenbogen am Boden zu lassen. Das machen wir jetzt auf die ganz entspannte Art, richtig intensiv. Und jeder, der ein Rundrückenproblem hat, dem empfehle ich unbedingt, den Rückenretter oder ein paar Bücher, wie gesagt, zu kombinieren mit den Übungen und so eine Haltung zu verbessern. Das ist nicht einfach, weil da hängen ganz viele Bänder dran. Die Wirbelsäule ist eingepackt in einen Bandapparat und der muss erstmal wieder gängig gemacht werden, in die neuen Kurven sozusagen. Und da hilft das ungemein. Langsam auch dort immer wieder runtergehen. Ja, und jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Rückenretter, der gehört zu unseren Hilfsmitteln. Und ich komme ja aus Maschinenbau ursprünglich und deswegen habe ich irgendwann die Idee gehabt, wenn ich gemerkt habe, dass Übungen schwer fallen, die effizienter zu machen, die leichter durchführbar zu machen oder auch zeitsparend irgendwie Möglichkeiten zu finden. Und das ist so ein Ergebnis davon. Ja? Du findest Infos unter diesem Video, klick drauf und dann kannst du alles erfahren über den Rückenretter, was wichtig ist. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte unbedingt abonnieren und aktiviere auch die Glocke hier, dass du kein Video verpasst, weil es könnte was Interessantes für dich dabei sein. Und jetzt noch vielleicht eine Rückenroutine. Willst du eine Rückenroutine haben? Dann klickst du hier. Und ansonsten habe ich immer den großen Wunsch. Wir wollen die Welt schmerzfrei machen. Und wir wollen, dass die Menschen das selber hinbekommen, selber die Power bekommen, das hinzukriegen. Und deswegen erzähl's rum und teil bitte dieses Video. Es gibt kaum Menschen, die keine Rückenschmerzen oder eingeschränkte Beweglichkeit haben. Ich danke dir sehr. Ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Ciao.